Moin, ihr Landratten. Moin. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Ich muss als erstes mal in die Runde fragen, ob die Lautstärke vom Ton passt. Denn ich habe wieder gebastelt, heute mal wieder in 4K, zumindest auf YouTube der Stream. Und audiomäßig bin ich da immer noch nicht ganz da, wo ich eigentlich hin will. Deshalb muss ich auf jeden Fall mal fragen, kurz wie der Tonpegel ist, ob ich da noch ein bisschen, mal ein bisschen nachregeln muss, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Gebt mir doch da mal kurz. Haben wir gar keine Kamera, um Hallo zu sagen? Nee, ne? Doch, die haben wir gleich. Ich muss dann aber die Zuschauer noch mal vorwarnen. Ach so. Ich habe nämlich jetzt auch tatsächlich hier eine Lösung gefunden, dass wir zumindest übergangsweise eine zweite Kamera haben, auch im 4K-Betrieb. Allerdings muss ich euch vorwarnen, Hey, 4K, Digga? 4K, Digga. Es wird wahrscheinlich so sein, dass das furchtbar asynchron ist. Also unsere Lippenbewegung mit dem Ton. Es ist, würde jetzt ausarten, das zu erklären, aber das... Also achtet nicht darauf, was wir reden. Wir haben schon ein Stößchen gehabt. Ganz genau. Wahrscheinlich liegt es daran, Ja, genau. Also ich werde mal versuchen jetzt, ob wir hier auf die Kamera kommen. Achtung, du musst so ein ganz bisschen zurückgehen. Und dann probieren wir mal. Da dran, da sieht man ja meine Falten. So, da sind wir. Moin, ihr Lieben. Also es kann sein, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir jetzt furchtbar asynchron sind vom Ton zur Lippenbewegung. Das ist dann die nächste Baustelle, die ich Man braucht aufmache. ja fast eine Sonnenbrille, ne? Ja, Leute, wir haben zweistellige Temperaturen. Es ist Frühling. Wir sind hier auf dem Stintfang. Es ist nicht wahnsinnig viel Schiffsverkehr im Hafen. Aber wir haben gesagt, wir müssen das mitnehmen. Ne? Also so ein Sonnenuntergang. Wir hatten das ja letztens schon, letzte oder vorletzte Woche, wo wir auch so einen mega Sonnenuntergang hatten. Da hattest du ja noch einen Punkt Beluga, ne? Genau. Und darum haben wir gesagt, wir nehmen uns ein Stößchen mit. Und eins haben wir schon ausgetrunken, sorry. Ja, und gehen einfach hier auf den Stintfang. Und ja, genießen mit euch diesen kleinen Sundowner hier im Hafen. Der Halunderjet ist wieder da. Der Halunderjet ist wieder da. Können wir gleich mal zeigen. So, ich mache das Bild jetzt erstmal weg, denn das ist wahrscheinlich, ich muss mir das nachher mal angucken, um wie viel das asynchron ist. So. Oh, hier steht, ihr schreibt perfekt synchron. Das geht doch eigentlich gar nicht. Das kommt, weil wir schon Stößchen hatten. Also wahrscheinlich. Eigentlich geht das nicht, beziehungsweise eigentlich ist das ein, das wundert mich jetzt. Aber höchstwahrscheinlich kommt das, weil wir schon ein kleines Stößchen hatten, ist das wieder synchron, weil wir das nicht so richtig mehr hinkriegen mit der Sprache. Das kann sein. Ja, ich kann mal hier rüber schwenken, der Halunderjet ist wieder da. Der war ja in der Werft. Und der ist ready for the season. Da ist er. El Halunderjetti. Fanta Orange, herzlichen Dank. Mensch, 7 Monate schon dabei mit einem Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Und Hansi ist natürlich auch da, 2,49. Dankeschön. Also, 1-2 Frames, sagt der Andreas. Ja, ich muss mir das noch zu Hause noch mal angucken. Aber wenn es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, dann könnte das tatsächlich eine Lösung sein für die zweite Kamera bei 4K ohne einen Bildmischer. Hoi, 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 hoi. Völlig neue Möglichkeiten. Guck mal, der Remo ist auch da. Remo, moin. Und ich glaube, der Sebastian, der ist gerade noch auf dem Rückweg, aber der ist ja mal überall dabei. Sebastian, die Modmaschine Kolze. Absolut. Egal, ob er fährt, steht, schläft, den kriegst du nicht klein. Das kannst du vergessen. Ja. Okay, ja, vielen Dank für das Feedback. Ja, ihr wisst das, bei 4K haben wir auf YouTube leider eine heftige Latenz. Bei YouTube bekommt ihr 4K, bei Twitch werdet ihr dafür mit weniger Latenz belohnt. Also wer das Bild etwas schneller haben will, der geht zu Twitch. Wer es etwas hochauflösender haben will, der geht zu YouTube. Und wer ganz crazy ist, der guckt beides. Ja, aber das beides jetzt da sind bestimmt 20 Sekunden Versatz drin. Ach guck mal, Brigitte ist auch da. Mehr. Moin. Brigitte, moin. Moin. Bist du im Hafen unterwegs oder bist du zu Hause?
Ja, der mürrische Mob fragt, geht der Jet nach Helgoland? Ja, natürlich. Wir hatten das, glaube ich, gestern. Nilsi hatte, oder irgendwer hat das geschrieben. War 27.03. oder so Saisonauftakt? Habe ich das richtig Ende in Erinnerung? des Monats irgendwie. Ja. Dana, danke dir für 10 Monate bei uns. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und im 3. Monat auf Twitch mit Primestar ist der Sesh 1990. Wir sind hier übrigens auf dem Stintfang. Hier waren wir ja schon ein paar Mal. Ich habe heute aber noch mal so ein bisschen gelesen, weil ich mal wissen wollte, Stintfang, was ist denn das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Ich habe dich gefragt, ob du überhaupt weißt, was das ist. Ja, Tanja hat mich so ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Und ja, der Stintfang ist Teil einer alten Wallanlage. Und hier diese Anhöhe hieß früher auch Elbhöhe und wurde auch quasi künstlich aufgeschüttet. Also es wurde hier ein bisschen angehäuft, hieß Elbhöhe damals, und der Name Stintfang, der kommt wohl von dem alten Wallgraben, der da lang floss. Und in diesem alten Wallgraben, da haben sie wohl damals wirklich Unmengen an Stint gefangen. Von daher Stintfang. Also ich glaube, wenn du früher gelebt hättest, auch mit Peter zusammen, hättet ihr von diesem Graben so ein paar riesig fette Kanonen aufgebaut, um erstmal die Stadt zu verteidigen, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich konnte mir vorstellen, dass hier früher auch Verteidigungsanlagen waren. Absolut. Hier so eine schöne große Kanone. Durchaus gut sein. Wenn die Piraten kommen, die Elbe rauf. Volker schreibt, er kennt die Jugendherberge. Ja, und es gab tatsächlich auch mal Versuche, hier ein Luxushotel drauf zu bauen. Da gab es damals dann Widerstand, glaube ich, von einer Bürgermeisterin. Das ist schon länger her. Und dann gab es aber so Anfang der 2000er, glaube ich, gab es nochmal Versuche, dass das Hotel Hafen Hamburg hier erweitert wird, dass die hier quasi einen Anbau oder Zusatzbau hinbekommen. Und da hat man sich aber auch erfolgreich gegen gewehrt. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde das auch super. Vor allem, für kleines Geld ein super Blick. Ja, so eine 1A-Lage, wo normalerweise dann so ein 5-Sterne-Bau hinkommt, den sich dann wieder nur eine sehr erlauchte Kundschaft leisten kann. Sag mal, hier war das doch auch, als ihr den Shanty-Chor aufgemischt habt, ne? Genau, richtig. Das war auch sehr lustig. Vielleicht haben wir ja nachher noch mal den Link, wer das noch mal nachgucken will. Ja. Können wir nachher noch mal schauen. Ach, und Dennis ist auch da. Dennis, moin. Schwarzbart-Jürgen, danke dir für 100 Bits. Danke. Und Fuhlsbüttel ist auch am Start. Fuhlsbüttel ist da. Fehlt nur noch der Beluga. Moin Fuhlsbüttel. Ja, vielleicht kommt ja noch ein Beluga. Vielleicht erwischen wir ja nachher noch einen im Sonnenuntergang. Das wäre auch nicht schlecht. Sven, ganz lieben Dank. 10 € per PayPal. Und Frank Borchardt, danke dir für 19 Monate. Dankeschön. Hier ist die Frage, in welcher Werft der Halunderjet war. Ich meine, der war in Cuxhaven in der Werft. Ich kann ja noch mal rüberschwenken. Oh, ein bisschen zu schnell umgeschaltet. Da habe ich den Versatz nicht mit eingerechnet. Da liegt da der Halunderjet. Und was wir von hier natürlich auch sehen, ist da hinten der Oswald Kai. Und das müsste eigentlich die Great Lagos oder hieß die Grande Lagos sein, die wir gestern ja im Stream hatten. Fährt die noch raus heute? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, ob die noch rausgeht. Also das wäre natürlich toll, wenn wir hier noch einen Autotransporter hätten. Das wäre echt noch cool, weil das wäre so schiffsverkehrmäßig eine schöne Sache. Moin, hallo. Ja, das ist er. Sieht fast so aus, ne? Hallo. Moin. Schön. Das freut uns. Hast du ja gutes Wetter ausgesucht für heute, ne? Ich habe auch diesen Viewfinder. Der hat gesagt, heute Abend ist, glaube ich, ganz gut. Bisschen Röte. Ja, ich habe mit Ben gesprochen. Ben hat auch diese Viewfinder-App. Klasse. Und er meinte, es könnte sein, dass wir heute ein bisschen netten Himmel bekommen. Das denke ich auch, ja. Na, und deshalb haben wir gesagt, wir wollen hier mal den Leuten einfach ein bisschen Sonnenuntergang zeigen. Ja. Nicht unbedingt Schiffsverkehr. Wenn natürlich was vorbeikommt, nehmen wir das gerne mit.
Ja, ihr bestätigt es auch nochmal, dass der Holunder in Cuxhaven war. Ich glaube, er ist auch noch gar nicht lange wieder hier, ne? Also ich glaube, ich hatte Regina ein Foto geschickt. Ich glaube, seit Montag, sagte sie, Okay. ist er wieder da. Nikolaus, ganz lieben Dank für 11,99 Superchat. Mike und Hansi schicken Fischeis. Danke, ihr beiden. Und Annette ist dabei. Dankeschön. Und Annette macht mittlerweile immer bei dem Fischeis mit. Auch nochmal 2 Euro. Annette, herzlichen Dank dafür. Man, eigentlich könnte man doch wirklich mal so eine Marke Fischeis kreieren. Also es muss ja kein Geschmack Fischeis sein, das müsste so eine coole Verpackung haben, weißt du, so mit Ja, das wäre so was, einem oder? süßen Fisch da drauf und so. Und das muss ganz lecker sein. So Spaghetti-Eis-Geschmack. Ja. Also es darf eigentlich nie nach Fisch schmecken. Das wäre schon sehr speziell. Was könnte denn der Spaghetti-Eisfisch werden? Ich hoffe nicht, dass Andi zuguckt, weil dann hat er jetzt schon wieder gleich was im Kopf. Den Spaghetti-Eisfisch. Washugal Herrlich. ist in der Haus. Tony, Hello. welcome. 10 bucks from Washugal in Washington. Ach, guck mal, und die liebe Sandra ist auch da. Moinsen. Gigi sagt, für 18:10 Uhr ist ein Beluga-Start geplant. Und Frauke meint, 18:04 Uhr kommt einer rein. Ja, vielleicht sehen wir ja was. Also wir haben ja heute, ich habe ja heute den langen Lulatsch dabei. Das heißt, so ein bisschen Zoom ist da. Sandra, zu Hause sitzen übrigens 2 Hunde, die warten auf dich. Und wir hatten das ja schon mal vor einiger Zeit. Wann war das? Letzte oder vorletzte Woche? Da hatten wir auch so einen tollen Beluga, der hier hinten runtergegangen ist, mitten im Sonnenuntergang. Ist noch nicht ganz so weit, es dauert noch einen kleinen Moment. Ich hoffe ja, dass wir den Sonnenball noch gut sehen. Denn der geht jetzt natürlich immer weiter rechts unter mit der Zeit. Bausi bestätigt es auch nochmal. 27.03. ist der Halunke wieder im Einsatz. Wir haben ja eben schon gesprochen, wir machen dieses Jahr auch mal eine Fahrt, ne? Du sagst sowas immer, der Chat vergisst nicht. Ja, muss wir er ja wollen auch nicht, eigentlich. weil wir das ja auch eigentlich machen wollen. Ja, aber wenn wir es dann doch nicht machen, weil irgendwas dazwischen kommt. Ach, was soll denn dazwischen kommen? Einfach buchen, rauf damit. Tschüss. Schön in der Woche mal. Dann mache ich es mit Schwester Hansen alleine. Nein. Kannst ja auch hier bleiben. Nein. Siehst nein, du? nein, Dann willst du nein, wieder nein, mit. nein. Nee, ist klar. Also hier oben kann man es echt aushalten. Das ist echt Ist herrlich, auch ein ja. guter Tipp, so Ja. einfach hier mal hochzugehen. Hier sind auch ganz viele Leute, die haben alle Stößchen dabei. Ein paar selbstgedrehte Zigaretten. Gekifft wird hier ordentlich. Ich wollte es ja nicht so sagen, aber Naja, ist ja mittlerweile legal. ja, muss es auch, weil also wir sind Dank- schon einige durchgegangen heute, seitdem wir hier sind. Danke auch nochmal für den Hinweis mit der One Inspiration. Die hatte ich auch auf dem Plan gesehen, aber ich dachte mir heute, das wäre so eine 21, 22 Uhr Nummer. Ich hatte irgendwie Bock auf Sonnenuntergang. Ja, finde ich auch Ich hatte cool. jetzt keinen Bock wieder auf Dunkel und dunkle Schiffe, schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Dachte mir, so eine schöne Lichtgeschichte. Hattest du hier auch Nikolaus eigentlich vorgelesen? Den Nikolaus hatte ich ja. War mir jetzt gar nicht so mehr im Ohr. Aber Zwergfox habe ich noch nicht. Der ist seit 8 Monaten auf Twitch dabei. Danke dir für deinen Sub. Und Guido M. lässt 2 Euro Superchat da und schreibt Danke für die schnelle Lieferung und die nette Karte. Sehr gerne. Bei Zwergfox stelle ich mir immer so einen ganz süßen kleinen Fuchs vor, du auch? Ja, So einen ganz süßen, kleinen, niedlichen. so einen, den man mit ins Bett nehmen Genau, kann zum Kuscheln. genau. Ne? Ja.
Und Mike haut nochmal 2,49 raus, schreibt, was für ein geiles Bild. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und das ist ja auch jetzt das erste Mal, dass ich hier 4K quasi als Feldtest mache. Also ich hoffe auch, dass die Leitung hält und den Datendurchsatz hier gut durchschaufeln kann. Stell dir mal vor, und jetzt wird noch jemand Pommes mit Senf vorbeibringen. Oh, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Jetzt Pommes mit Senf. Reik fragt, wer die Joints von uns beiden raucht. Keiner. Nee, Ich hatte das ja schon mal erzählt. Also ich hatte Erfahrungen mit Kiffen und die sind nicht gut ausgegangen. Also ich wurde wirklich auf die harte Tour geheilt. Ja. und Gigi, der Wahnsinn, wie gesagt, dann demnächst Tütchen bauen mit Hamburg Hafen Live. Also du wirst lachen, ich habe das irgendwann mal in meiner frühesten Jugend probiert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dieses Ding aussah. So eine Tüte bauen? Nee, also das war nicht rauchfähig, aber ist ja eh nicht meins, ich rauche ja auch nicht. Also ich nehme lieber ein Stößchen. Angelika fragt, ob ihr Päckchen angekommen ist. Angelika Sommerfeld glaube ich doch nicht, oder? Glaube Ich glaube noch nicht. Aber wir müssen mal hier noch 1, 2 Dankeschön raushauen. Es sind wieder Kabel gekommen. Für den Kabelfetischisten. Ich hatte das gestern schon einmal gesagt, da hatte ich aber den Namen nicht zur Hand. Also Angelika, ich kann mich auch täuschen, aber eigentlich antworte ich ja auch immer gleich. Also, aber ich bin auch mit E-Mails und so im Moment nicht ganz so auf der Höhe. Also ich brauche noch einen Augenblick. Verzeiht mir. Wir checken das. Auf jeden Fall geht ein Dankeschön an den Herrn R. Vielen, vielen Dank. Er hat ein USB-C-Kabel von unserer Amazon-Wunschliste gekauft und es ist nicht irgendeins, nein, es ist ein rotes. Und Inge, auch an Inge geht ein dickes Dankeschön. Auch Inge hat ein USB-C-Kabel von der Amazon-Wunschliste gekauft und es ist ein textilummanteltes Gott. in Yeti Weiß. Nee, ist schon klar, ne? Und mit mir willst du nicht shoppen gehen und hier drehst du durch. Es ist einfach toll. Ich sag ja, Frau, Hunde, Kabel. Das ist bei uns so die Reihenfolge der Prioritäten. Ja. Und danach kommt Pommes mit Senf. Cruisefire fragt, was heute so ansteht. Ja, also ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben keinen großartigen Schiffsverkehr, wenn dann erst heute Abend, so 21 Uhr, die One Inspiration. Und darum haben wir uns gedacht, wir machen mit euch einen kleinen Sundowner. Wir haben uns ein Stößchen mitgenommen, sind hier oben auf dem Stintfang und wollen mit euch gemeinsam den Sonnenuntergang genießen. Also ganz entspannte Nummer, kein Stress, bisschen chatten. Und was kümmt, das kümmt, ne? Genau. Aber die Fähren machen hier auch immer so einen schönen Drift. Guck mal, da kommt wieder gerade eine leere. Ist Dominik unterwegs? Wollte ich gerade sagen, wenn die Fähre leer ist und einfach so dümpelt, dann könnte das Dominik sein, der Pause macht. Aber ich glaube, der hat schon mal reingeschrieben. Der mürrische Mob schreibt, Igitt Pommes mit Senf, No-Go. Hallo? Voll lecker. Moritz fragt, was eine Hafenrundfahrt kostet. Ich glaube, die Hafenrundfahrten je nach Länge liegen zwischen 25 und 35 Euro, so über den Daumen. Es gibt einstündige, zweistündige, gibt es noch ein paar Specials wie Lichterfahrten, aber ich meine, du bist so bei 25 bis 35 Euro ungefähr. Guck mal, Sandra ist heute auch in Stößchenlaune. Und wenn Sandra in Stößchenlaune ist, dann muss man das ausnutzen. Oh, Warum warst du denn gestern nicht in Stößchenlaune? Dann muss sich der Chat warm anziehen. Warum warst du gestern nicht in Stößchenlaune? Da warst du doch da. Hätten wir auch noch mal eins trinken können. Verstehe ich jetzt auch nicht. Naja, bald kommen wir ja. Dann können wir es nachholen.
Guck mal, jetzt fragen Sie Sandra schon im Chat, ob Pommes mit Senf schmeckt. Naja, aber Hallo? Sandra weiß alles. Also wenn Frag- ich sage, das schmeckt, dann könnt ihr mir das auch glauben. Nein, Sandra muss erst ihr Okay geben. Du weißt ja. Wenn du was wissen willst, frag Sandra, die weiß alles. Ja. Sandra hat Peter Bäume des Teufels eingepackt. Also Sandra würde ich nicht fragen, was schmeckt. Herrlich. Oh, Peter. das war so schön. Ich hoffe, du hörst das und stehst mir bei. Bäume des Teufels sind übrigens Brokkoli. Ja. Der Vinyl-Hippo ist auch bei mir. Fritten mit Senf. Beste. Brigitte Wennemann, ganz lieben Dank für 1 Euro Superchat. Dankeschön. Also ein Stößchen haben wir noch. Wollen wir es auch machen? Ja, und Sven hat's bezahlt. Oh, Sven, ganz lieben Dank. 20 Euro für ein Stößchen am Abend. Das machen wir jetzt auf. Dann stoßen wir auch in der Kamera nochmal an. aber wir haben nur noch eins. Aber eins reicht auch. Magga vom Acker fragt, ob es heute wieder Rainer-Spotting gibt. Ich glaube, die A7, die sehen wir von hier aus nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir so lange live sind. Rainer kommt ja erst so 20 Uhr aus dem Tunnel. Ich glaube, das passt nicht. Oh, ich muss mal hier die Kamera auf Front stellen. Ja, da ist sie. So, Hier Stößchen, ne? Stößchen. Eins haben wir schon ausgetrunken. Es musste Ein leider Brut- vorher schon sein. Brut d'Argent. Prost, ihr Lieben. Brut d'Argent Eis. Gar keine Kiezmische. Auf Sven. Nee, keine Kiezmische mit. Müssen wir wieder Du einkaufen. bist nicht im Bild. Stößchen. Aber es ist echt schön hier oben. Es ist super. Kann ich nur empfehlen. Ganz toller Platz. Ich kann das auch hier nochmal im Weitwinkel zeigen. Also ihr seht auch hier unten, direkt unter dem, hier oben dieser Wallanlage, gibt es nochmal so eine Plattform. Die war lange gesperrt. Letztes Jahr war die, glaube ich, zum Hafengeburtstag gesperrt. Da haben sich viele noch beschwert und gesagt, wie kann das sein, Ja, dass man zum aber warum Hafengeburtstag denn? das hier oben... Das war irgendwo baufällig oder so. Na, haben viele gesagt, wie kann das sein, dass die das zum Hafengeburtstag nicht hinkriegen, diese Plattform hier oben. Aber die ist jetzt wieder frei. Andi arbeitet auch schon an Pommes mit Senf. Was gibt's denn daran zu arbeiten? Naja, ein Schlepper Pommes Senf natürlich. Ja, Der Andi macht ja immer so tolle Sachen. Ich komme noch nicht mal dazu, das zu posten im Moment irgendwie in der Story. Ich habe so viele tolle neue Sachen. ich habe Ich jetzt würde die ja endlich, immer selber am liebsten behalten, ne? Aber ich schicke sie auch in die Welt. ich habe endlich die Clip-Funktion bei Twitch entdeckt, mit der man wunderbar die geklippten Videos bei Instagram und bei YouTube als Short nochmal posten kann. Oh, dann kannst du dich richtig austoben. Ja, da kann ich mich richtig austoben. Da waren auch echt ein paar coole schon dabei. Boah, was für ein Licht. Leute, wenn ich es nicht so oft sagen würde, ich würde es sensationell nennen. Oh, Ursi Süßkartoffelpommes. Ursi, da bist du bei Tanja. lecker. Ich bin bei Süßkartoffelpommes bin ich komplett raus. Das ist das einzige Essen, was ich alleine habe. Ich bestelle mir immer raus. Süßkartoffelpommes. Dann wäre ich wenigstens satt und muss nichts abgeben. Großartig. Ja. Guck mal, 70 Mal hast du schon sensationell gesagt. Ja. Ja, wir haben ja diesen Counter, damit wir dann hinterher. Aber es ist schon viel mehr in der Kasse. Ja, aber Ich war dann, immer großzügig, habe immer reingesteckt. aber dann hat man einmal so einen kleinen Überblick. Till Eulenspiegel, 4 Monate dabei. Und er sagt, Stößchen ohne Schwester Hansen geht ja gar nicht. Nee, aber die ja, muss aber ja die muss arbeiten. halt arbeiten. Die ne? hätten wir so gerne noch Wir mitgenommen. hätten sie gerne mitgenommen. Und Aber- Frank Borchardt spendiert 5 Euro Superchat für einen Ofenkäse. Frank, das ist super. Ich
Ich bin nur so ein bisschen, habe ich die Hoffnung, dass die Ofenkäsezeit langsam vorbei ist. Obwohl Ofenkäse im Sommer geht eigentlich auch, oder? Wollte ich gerade sagen. Oh, das haben wir doch immer zum Grillen gemacht, so als Beilage. Oh, das war richtig lecker. Radioman, ganz lieben Dank für 7 Monate bei Twitch. Dankeschön. Aber ein bisschen Fähren-Action hat man ja hier auch, ne? Und hier fährt die U-Bahn. Und die U-Bahn fährt hier. Vielleicht kriegen wir die auch noch mal drauf. Ja, das wäre super. Hier haben wir erstmal die Elbphilharmonie. Kann leider gar nicht so weit runter, weil da sitzen dann einige Leute. Ist aber gut was los, oder? Ja, ist ja eigentlich immer, ne? Elfi ist ja immer... Elfi ist immer was los. Ich glaube, hier unten haben wir so einen leichten Fährenstau, wenn ich das richtig sehe. Ja, Dominik macht zu viel Pause, die können alle nicht weiterarbeiten. Die eine wartet da. Sven haut noch mal 10 Euro raus für Pommes mit Senf. Dankeschön. Dankeschön. Aber ich glaube, Tanja kann man bei Pommes und Senf auch nicht so richtig abholen, Na, oder? nee, aber weißt du, was ich mal letztens hatte? Pommes mit Burgersoße, das war auch lecker. Der Niklas fragt, wie wir denn zu der neuen Oper stehen, die hier gebaut werden soll. Zur neuen Oper, die hier gebaut werden soll. Oder das neue Konzerthaus, sagen wir es mal so. Wie wir dazu stehen? Oder? Ja, also ich habe mir das, also ich weiß, wo die gebaut werden soll, aber ich habe mir da noch überhaupt keine, ich habe da noch gar keine Infos und mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Also ich bin da grundsätzlich skeptisch, weil ich finde, eine Oper ist halt, ja, es ist zwar Kultur, aber ich habe so immer so ein bisschen das Gefühl, dass Oper auch so ein klein bisschen elitär ist. Und wenn so ein Klaus-Michael Kühne dann so eine Oper spendiert und der Senat dann springt und quasi ihm diese Möglichkeit da eröffnet. Also das ist so mein erster Gedanke, aber ich bin da jetzt aber nicht es ist tief ja auch noch, genug drin, wollte ich gerade sagen, genau es ist der ja Deal ist. Eben, weiß man ja nicht, oder? Ja. Aber Oper kann auch schön sein. Also Ja, ich denke noch mal eine Alternative. Warum nicht? Erstmal abwarten, was so kommt und Der Hornochse, danke dir für 7 Monate auf Twitch. Ja, richtig, auf die Elbphilharmonie kommt man kostenlos. Das ist, man muss zwar unten ein Ticket holen, damit die einen Überblick haben, wie viele Leute da drauf sind, aber ich meine, kostet nichts. sag mal, was gab es denn übrigens immer noch in New York bei Shake Shack? Irgendwie bei diesem leckeren Pommes- oder Burgerladen. Da gab es doch auch mal so eine Soße über die Pommes, oder? Was war denn das? Ja, da gibt es Pommes mit Käse drüber. Gigi, mein Opa ist nicht elitär, man muss sich einfach drauf einlassen. Ich glaube auch, das kommt darauf an, was du da schaust. Ne? Also da gibt es ja auch so einige. Vielleicht bin ich auch einfach ein Kulturbanause. Ja, das ist ja so und so, aber gut. Bringt den Paddy in die Oper. Ja. Bausi Berlin, danke dir für 2 Euro. Dankeschön. Für eine Tube Senf. Ja, der Senf war auch übrigens auf Kirstens Frikadellen ganz hervorragend. Wie hieß denn noch der? Das war doch irgendwas mit dem Wulstbug. Was hast du noch gesagt, was du da drauf gemacht hast? Das ist leider irgendwie. Senfwulst oder Wulst? Ja, irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Dafür brauchen wir die Clips in Zukunft für komische Zitate. Nitro, ja, die Uhr am Turm scheint zu gehen wieder. War die kaputt? Ja, die war letztens war die mal kaputt. Ich würde sagen, die Uhrzeit passt so ungefähr.
Und ich hoffe ja, dass wir irgendwann auch mal wieder hier ein Dockmanöver zeigen können, wenn hier ein Schiff in Elbe 17 ein- oder ausgedockt wird. Ja, das wäre cool. Das wäre echt cool. Ach, guck mal, ich kriege hier gerade auf meinem Warnung, Ja, Bombe gefunden. genau, Bombe gefunden. 115 Kilo Bombe in Hamburg-Heimfeld. Heimfeld war war das, das, ja. Hier kriegen Sie immer die neuesten Infos. Schalten Sie Hamburg Hafen Live ein. Wenn Sie wissen wollen, was in Hamburg gerade aktuell passiert. ne? Nilsi, danke dir. 2 Euro für Pommes mit Currysoße. Auch das gut. ist auch lecker. Ja. Und Kai-Uwe, danke an dich für 3 Monate auf Twitch. Danke für dein Sub. Ja, wo soll die Oper hingebaut werden? Man kann das nicht so richtig sehen von hier. Aber was ich von hier richtig sehen kann, Was denn? dass da die Leinen noch dran sind an dem Autotransporter. Ja, das stimmt. Das sehe ich ja sonst nie. Also ist noch nichts mit Abfahrt. Nee. Aber da hinten fährt irgendwas. Irgendwas ist da hinten gerade rausgegangen. Zum Schiffe gucken ist der Spot nicht ganz so ideal. Aber es zeigt, finde ich, schön den Hafen hier. Ja. Ne? Halt mal von der anderen Seite, weil wir ja sonst immer viel weiter nach rechts sind. Für so einen kleinen Ausflug kann man immer ganz gut hierher machen. Ja, und ist natürlich halt auch so ein bisschen Postkartenmotiv hier mit den Landungsbrücken, dem Pegelturm im Vordergrund. Ja, du kannst mal welche von den Clips davon machen. Mhm. Also Paddy wird euch jetzt mit Clips zudröhnen. Ja, ich hoffe ja, dass die Zuschauer Clips machen. Auf Twitch in erster Linie, da geht das halt besonders gut. Und ich die dann nur teilen muss. Ach ja, du lässt die Ja. Zuschauer wieder die Arbeit machen. Habt ihr es mitbekommen? So wollte ich das jetzt nicht formulieren. Ja, aber gemeint hast du schon so, oder? Ja, aber die Zuschauer entscheiden ja, was cool ist, welcher Clip gut ist. Da Genau. kommt die Louisiana Star. Ich bin ja noch nie mit einem der Raddampfer gefahren, ne? Ich auch nicht. Dave Lou, danke dir für 13 Monate. Dankeschön. Er schreibt, vielen Dank für die schnelle Lieferung. Da könnt ihr euch bei Tanja bedanken. Tanja macht jeden Tag Post. Ja, manchmal mache ich auch zweimal am Tag Post. Also der Online-Shop, der ist bei mir immer ganz, ganz vorne bei. Aber ich bringe sie dann weg, meistens. Immerhin. Aber manchmal fährst du auch zweimal zur Post am Tag. Ja, das stimmt. Oder einer der lieben DHL-Fahrer nimmt die mit. Ist auch immer großartig. Kibbeling wird hier von Gigi noch in die Runde Oh, geschmissen. Kibbeling, das aber ist ja mit war mein Kibbeling nicht Lieblingsessen. einfach Backfisch, Ja, haben wir na, rausgefunden, ja, aber in kleinen so ähnlich, Portionen. Ja. Also weil Backfisch gibt es hier auch. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Kibbeling und Backfisch? Also Kibbeling mit Süßkartoffelpommes, das ist also richtig lecker. Also eins muss man aber sagen, dieses Schaufelrad, auch wenn es fake ist, es ist in dem Licht echt schön. Ist auch egal, ob das fake ist. Stell dir einfach vor, du bist am Mississippi, sitzt irgendwo, hast so schöne Musik, die da immer spielen. Tom Sawyer und Huckleberry Finn. So Südstaaten-Flair im Hamburger Hafen.
Ach, die Great Lagos soll erst um 23:30 Uhr rausgehen. Nee, da sind wir schon zu Hause. Das ist ein bisschen spät. Aber morgen Abend kommt Nachschub an Autotransportern. Ja, dann weißt du ja schon, was du morgen zu tun hast, oder? Meinst du morgen Abend mal wieder zum Hafenmuseum? Ja, lass uns das machen. Habe ich mir nicht vorhin gerade 2 Tage freigenommen bei dir? Du wolltest morgen frei machen. Naja gut, aber du weißt ja, dass die Autotransporter bei mir ganz oben stehen. Ne? Dann muss ich natürlich trotzdem mit. Also fürs Bild ist dieses Schaufelrad toll. Finde ich jetzt Da aber lasse ich auch. nichts drauf kommen. Also das sieht selbst von hier oben toll aus, ne? Ja, also mit dem richtigen Licht. Holler Honig ist seit 18 Monaten dabei. Danke, mein Dankeschön. Lieber. Ein dickes Dankeschön. Also Nils, sie sagt, so eine Fahrt mit so einem Raddampfer lohnt sich. Ja. Ich war da mal eingeladen auf so eine Party, aber dann waren die Mädels wieder nicht rechtzeitig fertig. Als wir dann da waren, war der Dampfer schon weg. Ich wollte gerade noch vorlesen, dass Holler Honig Dankeschön für die lieb verpackten Päckchen noch rausgehauen hat. Dankeschön. Das sollte ein Lob für dich werden. Habe ich dir eben zwischengeredet, sorry. Macht nix. Ich war Story so of my life. auf den Raddampfer hier konzentriert. Danke für 10 Monate an Bernhard. Das ist schon Dankeschön. völlig neue Ansicht des Hafens. Ja, so ganz neu nicht. Wir waren ja hier schon, aber ist jetzt nicht so der Spot, wo wir häufig sind. Aber jetzt so für den Sonnenuntergang. Wenn wir jetzt noch ein paar Wochen weiter sind, ist es auch schon wieder uninteressant mit dem Sonnenuntergang, weil der dann deutlich weiter rechts ist. Ich hoffe, dass wir heute noch die Sonne hinten in den Kranen sehen. Ich glaube, du blockierst hier gerade diesen Hafenbetrachter. Oh nein, oh, shit. Also hier hinter uns steht so ein, ja wie nennt man das denn? So ein Fernglas. Fernglas, wo du ein Geld elektrisches reinschmeißen musst. Fernglas, Und ich wo du blockiere so das hier mit gucken meinem kannst. Aufbau. Und jetzt kann hier keiner gucken. Kostet einmal 1 Euro oder einmal 2 Euro, je nachdem, wie lange du gucken möchtest. Aber ich würde doch ganz einfach sagen, die Leute sollen lieber bei uns in die Kamera gucken, sehen die doch viel mehr. Wir könnten Schlüsselanhänger verschenken als Entschädigung. Aber bis jetzt hat noch keiner gemeckert. Wolfgang ist seit 15 Monaten auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Nise schreibt, auf der Louisiana Star läuft dann My Heart Will Go On It. Also das ist mir doch zu viel Kitsch. Da gehe ich lieber noch mal mit Anja Hansen aufs Loveboot. Wir planen ja schon unsere nächste Fahrt. Ja, und schaut mal hier, also die Sonne wird natürlich jetzt von Woche zu Woche weiter rechts untergehen und irgendwann ist das hier dann auch nicht mehr so spannend. Dann geht die nämlich da hinten in den Gebäuden unter. Und ich hoffe, dass wir heute, also selbst heute könnte das schon knapp werden. Letzte oder vorletzte Woche hatten wir sie ja noch in den Kranen. Das sah richtig toll aus. Und ich hoffe, dass es heute sich auch noch ausgeht. Aber ich würde mir schon noch mal einen Beluga heute wünschen, der runtergeht. Ja, ne? Ja. Sven, Dankeschön. Eine Dankeschön. Anzahlung für eine Dampferfahrt. Danke, Sven. Danke. Sven, kannst du nicht mal einen Beluga hier vorbeischicken? Du hast doch beste Verbindung zum Flughafen. Guck mal, Tades trinkt gleich ein Glas Prosecco mit. Ich glaube, ich habe die Flasche auch gleich alleine ausgetrunken. Du musst an die Kamera und ich kann trinken. Wunderbar. Guck mal, Nilsi sagt, er war an diesem Standort noch nie. Nilsi, Nilsi. was ist denn mit dir los? Du warst doch überall schon. Da gehen wir nächstes Mal hin, wenn du da bist. Aber ich glaube, ich mache mal ein Foto.
Richard fragt, ob Mäh bei uns als Meckern zählt. Nein, natürlich nicht. Eine Mäh? Mäh. Nee. Mein Vater wollte mir früher mal ein Deichschaf andrehen für den Garten. Ich habe mir früher mal so eine kleine Bergziege gewünscht für den Garten. Wir haben ja so ein großes Grundstück. Aber dann hat er langsam gesagt, wird die Bildfarbe auch richtig pornös. Und er hat immer gesagt, nee, eine Ziege gibt es nicht, du kriegst ein Deichschaf, das diese unterschiedlichen Beine hat. Hat er mir aber auch nicht gekauft. Claudia sagt, ein Beluga ist gerade im Anflug. Kann er eine extra Runde drehen hier über den Stintfunk? Ich horche gerade auf den Wind. Ich würde sagen, der geht über die Elbe rein. Also du horchst das und weißt, wie der landet? Ich meine, du bist ja eine Maschine, oder? Ja, eine Windmaschine. Eine Windmaschine. Vielleicht braucht ja Sven noch jemand am Flughafen. Ich meine, falls das Radar mal ausfällt, dann kannst du ein paar mal fragen, wo der Wind herkommt. Andreas Westphal, 5 Euro Superchat. Andreas, ganz lieben Dank an dich. Guck mal, Beluga gegen 18:05 Uhr. Ach, Sandra sagt, Sonnenuntergänge sind kitschig und sie liebt es. Ich auch. Es ist auch einfach schön. Also einfach da jetzt drauf gucken. Guck mal, wie sich der Himmel färbt, wie da Struktur reinkommt. Und je weiter die Sonne runtergeht, ich hoffe, dass wir noch einen schönen Ball gleich bekommen. Dirk, danke dir für 2 Monate bei uns. Dankeschön. Oh, das war die Louisiana Star. Müssen wir mal gucken, ob wir einen Beluga hier entdecken. Sven meint, in Fuhlsbüttel ist 2.3 Landung. Da müsste auch 2.3 in Finkenwerder sein. Wir haben ja jetzt immer den direkten Draht zum Flughafen. Walter schreibt, bei uns fehlt nur noch ein Grill und kleine Sektfläschchen. Oh, das wäre cool. Die kleinen Sektfläschchen haben wir. Ja. Der Grill fehlt. Oh, jetzt grillen. Wollen wir uns nachher noch ein Stück Fleisch holen? Und Ja. dann wollen wir noch zu Hause noch einen Grill anschmeißen? Von mir aus gerne. Ja. Guck mal, wer dieses Panorama nicht liebt, hat keine Ahnung von Romantik. Oh, so gut, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Ich freue mich so, dass wir hier stehen. Ja, es ist einfach sehr entspannt. Aber wir hatten ja letztes Jahr auch unglaublich schöne Momente am Bubendeiufer, weißt du noch? Ja, werden wir auch dieses Jahr wieder haben. Weißt du noch, wir waren mal irgendwann abends da und das war, also es war, glaube ich, mit der beste Stream. Das ist auch, glaube ich, einer meiner Lieblingsstreams. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau mehr, welcher das war. Da war auch ein so sensationeller Sonnenuntergang. Aber weißt du, was ich ja letztens gesehen habe? Ich gucke ja auch immer gerne in unsere 24-Stunden-Streams rein. Und da ist dieser Stream, wo du mit Peter in Rotterdam bist. Und der ist, also... Wo wir mit dem Auto fahren oder? Nein, wo dieser mit dem Sonnenuntergang. Oh, ja, da bist du so eskaliert und auch Peter ist richtig, also Peter, Ja. der kam auch richtig aus sich raus. Also der Ja, hat richtig ja. Show gemacht. War richtig klasse. Diese Farben. Das war wirklich sonnenuntergangsmäßig, glaube Ja. ich, wirklich der Beste. Ja. Nee, Michaela, heute keinen Druckverlust spotten. A7 sehen wir hier, glaube ich, nicht. Aber ihr könnt dann nachher mal alle reinschalten. Ich habe das ja auch immer zu meiner Abendberieselung. Ich glaube, er war gestern etwas genervt. Wieso? Weil ihr ihn Von den gespottet? Leuten, die wir rübergeschickt haben und die gesagt, die sollen ihn mal nerven, dass er auf YouTube streamen soll. Und eigentlich hat er Angst, ne? Ja.
Ich glaube, er hat ein bisschen Angst zu streamen auf YouTube. Nein, er wartet auf Eddie, der ihm das einrichten muss. Aber wieso, Eddie habe ich doch gestern gesehen am Flughafen mit 3 Koffern. Meinst du, der ist weg? Ja. Guck mal, hier kommt die Louisiana Star einmal. Ganz dichte. Petra, danke dir. 5 Euro für tolles Licht. Dankeschön. Und die wilde Hilde lässt auch noch mal 5 Euro da. Ich glaube, die wilde Hilde Dankeschön. war doch bei euch auch in... Die war in Rotterdam, in Papenburg. Rotterdam. Ja, ich überlege ja gerade schon, ob ich nicht demnächst mal wieder einen Rotterdam-Abstecher mache. Weißt du, was ich ja so schade finde? Als du letztes Mal mit Peter da warst, hattet ihr diese unglaubliche Helikopter-Performance. Dass du da noch nichts draus gemacht hast. Ja. Du meinst so nochmal clipmäßig? Ja. Also ich finde, du kannst den ganzen Stream eigentlich lassen. Cruisefire fragt, ob wir das Streams aus Warnemünde kommen. Ja, hatte ich eigentlich schon geplant. Also ich dachte mir so 1-2 Mal Warnemünde können wir dieses Jahr mitnehmen, Da oder? möchte ich auf jeden Fall mit. Muss ich mir noch mal was überlegen, was ich mit meinen 8-beinigen Gestalten da zu Hause mache. Zur Portparty sind wir ja eingeladen. Die ist ja Ende April. Ich meine, das ist so 25, um den 25., 26. rum. Da gucke ich auch irgendwie noch, ob wir noch mit Anja Hansen irgendwie mit können. Wir haben uns da so ein schönes Hotel ausgesucht. Da haben wir gedacht, da lädst du uns mal ein zu. Was hältst du denn davon? Das ist wahrscheinlich ist das eh schon alles ausgebucht. Dann wohnen wir bei Conny. Wohnt er da nicht irgendwo? Ja, irgendwo da wohnt er. Der kriegt einen Anfall mit uns. Ja, hier, Hilde schreibt auch noch mal, die Wilde. Sie waren da. Hilde, hast du jetzt noch mal gespendet? Ich glaube, hier war jetzt zweimal eine Einblendung, aber nur einmal eine Spende, oder? Egal. Nochmal danke. Dankeschön. Ach, Barbara war auch da. Schöne Grüße nach Luzern. Ja, ich hoffe, dass die Sonne da tatsächlich noch vor dem Gebäude untergeht, dass wir die vielleicht da hinten in den Kranen noch erwischen. Also Luzern ist ja auch mit einer meiner Lieblingsstädte, ne? Ich war da noch nie. Schatz, da waren wir schon zusammen. Was? Wir waren doch nicht in Luzern. Natürlich waren wir in Luzern. Als wir das letzte Mal in der Schweiz waren. Da waren wir in Zürich. Nein, wir waren in Luzern. Wir waren auch in Luzern. Das war doch diese tolle kleine Stadt mit diesen tollen Brücken. Das ist Venedig. Da waren wir auch, ja. Also Luzern war ich bestimmt schon 10-mal und ich finde das so toll da. Einer meiner Reisetipps. Venedig übrigens ist auch einer meiner Reisetipps, aber im Januar, ganz dringend im Januar machen. Keine Kreuzfahrer, so schöne morbide Stimmung mit Nebel. Wir können, weißt du was, wir können ja mal Venedig machen im Januar und dann hier so Gondelspotting machen. Gondelspotting, ja. Ja, Carsten Oberlausitz, danke dir für 5 Euro. Als ich mit LKW noch im Fernverkehr gefahren bin und ich mal in Hamburg Feierabend machen durfte, habe ich gegenüber am Fährkanal gestanden. Ja, der Fährkanal, das ist hier quasi direkt gegenüber. Ich kann da ja einmal rüberschwenken. Da, oh, guck mal hier, auch das Licht über dem Dock, ne? Oh Leute, guckt euch das mal an, hier schön dieses Streiflicht. Sag mal, wie sexy kann eigentlich ein Kran sein? Also wenn ihr eigentlich immer denkt, warum Paddy so durchdreht mit dem Licht, das kommt noch so ein bisschen aus der Fotografie noch, ne? Ja, weil Licht einfach so den Unterschied macht. Hier, das ist Fährkanal und da haben wir den Ausgang vom alten Elbtunnel, beziehungsweise da kommt man raus. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr schöner Aussichtspunkt da. Guck mal, der liebe Klaus-Peter sagt, Luzern oder Zürich, egal, Hauptsache Österreicher, nee. Herrlich, liebe Grüße.
hier, du musst mal Fastnacht nach Luzern kommen. Da könnte ich doch mal mit Anja einen Trip hinmachen, ne? Da hat Paddy bestimmt geschlafen. Ja, das kann sein. Oh, guckt euch dieses Panorama an hier, Aber Leute. weißt du, dass ich ja jetzt erstmal mit Anja einen Trip nach Waltrop mache? Auch zum Karneval? Nein, zu Anjas Geburtstag. Macht ihr eine Butterfahrt nach Waltrop? Genau, wir machen eine Butterfahrt nach Waltrop. Der Beluga kommt von Süden über die Stadt zum Drehen. Wir müssen mal gucken, vielleicht erwischen wir den tatsächlich hier. Also ihr müsst uns nur sagen, wo der ist. Jetzt ist nur die Frage, Sonnenuntergang oder Beluga, weil ich müsste dann hier komplett wegschwenken. Oh, guckt euch das mal an. Sag mal den Fotografen Bescheid, dann freuen Ist die das sich. schön. Es kommt noch ein Beluga. Das wissen die doch alle. Meinst du? Bestimmt. Weil hier sind ganz viele Fotografen bei uns im Nacken. Die sind so mit ihren Kameras müssen wir so ein beschäftigt, bisschen die gucken, ob wissen wir doch den gar Beluga nicht, hier dass da einer irgendwo kommt. sehen. Frank Film, danke dir. 2 Euro Superchat. Guck mal, also schlecht ist das Bild nicht. Na, wenn das Bild jetzt schlecht wäre, würdest du wieder die ganze Nacht da oben in deiner Kammer hocken und irgendwas basteln. Der muss irgendwo links von uns sein, weil wenn der macht ja einen recht großen Bogen immer. Setz mal die Brille ab, dann kann ich besser gucken. Kann ich zwar nicht mehr lesen, Tanja aber muss jetzt Beluga-Spotting machen. also Anja sagt, er dreht gerade ein. Ist halt nur die Frage, wo. Ja, aber dann ist er ja wahrscheinlich hinter uns. Vielleicht sehen wir ihn dann gleich von rechts kommen. Dass wir aber auch immer so geil auf diesen Beluga sind. Ich liebe den Beluga. Der fliegt ja immer bei uns direkt übers Haus. Und ich warte immer schon ganz gespannt, wann er kommt. Ja, eigentlich müsste er gleich dann rechts erscheinen. Der ist schon über die Elbe. Also soll ich lieber rechts gucken, meinst du? Ja, der muss rechts irgendwo zwischen den ganzen Häusern auftauchen. Also jetzt hier vorne in Blickrichtung. Es kann sein, dass er da gleich irgendwo auftaucht. Sind wir gespannt. Also landet der so wie der letzte, den du jetzt hattest? Ich muss doch noch mal die Brille aufsetzen und gucken, was ihr schreibt. Ihr wisst ja immer mehr als wir. Kann der nicht durch die Sonne fliegen? Also Beluga ist Fuhlsbüttel, wird jetzt hier gesagt. Ich frage mal Sven, der hat die besten Connection. Jetzt ein Beluga aus Süden, der durch die Sonne fliegt. Oh, das wäre so schön. Ich würde einen Planespotter-Preis gewinnen. Meinst du, Thomas wird neidisch? Der kann ja mal wieder kommen. Ach, guck mal, Sven sagt Beluga über Fuhlsbüttel, ja. Also, sieh zu, dass du den irgendwie einfängst. Ich finde den Beluga so klasse. Der ist so weit weg und so klein dann. Naja, egal. Also vielleicht kommt er dann da irgendwo hinter den... Oder da könnte er auch irgendwo erscheinen.
Delfinchen, danke dir für 5 Euro per Dankeschön. PayPal. Sie sagt danke für die tollen Bilder. Das freut uns. Danke dir. Und sein Möwe, scheiß drauf. Die Steffi ist Ja. auch wieder da. Ich hoffe, deinem Kopf geht's besser. Ja, mal gucken. Es kann natürlich auch sein, dass der schon zu tief ist und hinter den Gebäuden verschwindet, dass wir den gar nicht sehen. Aber die von Sonne hier ist doch aus. wohl der Knaller heute hier, oder? Die Sonne ist der Knaller, da gehe ich auch gleich wieder drauf. Die geht nämlich jetzt gerade noch so dazwischen zwischen dem Radarturm und dem Gebäude unter. Und jetzt ein paar Clips auf Twitch. Also wie hätte gesagt, ist gleich über der Elbe. Ja, wir sehen den nicht. Ich glaube, Höchstwahrscheinlich der ist, sehen wir den nicht, ne? der ist zu tief. Der ist leider zu tief. Hinter den Gebäuden. Hallo. Ach, wie schade. Aber ein Versuch war es ja wert. Bei der A7 schreibt René. Ja, wir sehen den nicht. Wir sehen den nicht. Da sind die ganzen Gebäude im Weg. Aber wir entschädigen euch mit der Sonne. Wahnsinn, oder? Oh, die Sonne. Also wenn du da reinguckst, dann hast du richtig so Flecken auf dem Auge. Ich musste mir das auch im Nachhinein noch mal angucken. Ja, ich lasse die Kamera jetzt in die Richtung. Aber ihr seht, ab nächster Woche ist nichts mehr mit Sonnenuntergang über den Kran. Also da waren wir beim letzten Sonnenuntergang. Das hat besser geklappt. Da war die halt noch deutlich weiter links und ist richtig schön zwischen den Kränen untergegangen. Aber es ist trotzdem toll, so ein Feuerball. Ich meine, wie lange haben wir das jetzt bitte nicht mehr gehabt? Ja. Ja, ist krass, wie schnell die Sonne dann weg ist. Das erinnert mich so ein bisschen, weißt du noch, als wir in Los Angeles waren, als wir uns immer den Sonnenuntergang am Strand angeguckt haben? ja. Oh, das war auch immer so ein Spektakel. Da haben sich so viele Leute immer nur zu diesem Sonnenuntergang getroffen am Strand und haben echt gefeiert, wenn die Sonne... Auf diesem Pier, Oh, da das wo war so toll. Wo auch das Riesenrad ist. Ne? Ja. Und da kam doch auch immer noch der Sheriff da angefahren mit seinem Pickup. Was hatte er drauf? Ein Surfboard, ne? Das ist auch so cool. Die ist so richtig so im Meer versunken. Also das war wirklich richtig schön. Was ist das romantisch? Das ist ein Knaller. Taxi Alex kommt rüber mit 21 Radern.
Moin, ihr Lieben. Moin. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid gerade richtig zum Sonnenuntergang am Hafen gekommen. Ja. René, danke dir für ein Jahr lang bei uns auf der Reeperbahn. Ich verstehe die Frage nicht. Belugas gibt es ständig. Aber Leute, jetzt guckt euch mal bitte dieses Nachspiel an. Im Himmel. Der Himmel ist toll, ne? Ja, das hatte Ben gesagt. Der hat ja auch diese Viewfinder-App, die viele Fotografen haben, wo man immer sehen kann, wie stark der Sonnenuntergang wird, ob der Himmel rot wird, ob der ein bisschen Farbe hat und so weiter. Sehr cool. Apropos Ben, wo ist denn unser Ben? Der hätte hier heute auch noch gefehlt, ne? Ich schätze, Ben, Der ist wieder bestimmt im Büro noch. der sitzt bestimmt wieder im Büro. Wir widmen diesen Sonnenuntergang Ben. Geht schon, oder? Richtig schön. Kommt da nicht das Loveboat? Geht, oder? Seid ihr zufrieden, oder? Ja, sieht doch ganz nett aus. War doch echt klasse. Echt Ja. super. Aber ein bisschen was kommt jetzt noch im Himmel. Ja, der Himmel verändert sich jetzt noch schön, ne? Ja. Ja, ich denke auch. Das nehmen wir doch noch mit, oder? Ja. Schauen wir nachher mal euren Stream an. Das Doofe ist ja, wenn man fotografiert, hat man teilweise überhaupt keine Ja, ja. Augen dafür, das zu stimmt. genießen. Ne? Ja, ja. Ja. Ich versuche immer beides, aber das ist nicht so einfach. Aber ich bin durch dich, durch euch auch auf den Spot hier gekommen. Ah, okay. Ich habe das vor 14 Tagen gesehen, als wir schon mal... Ja, da hatten wir ja schon mal so einen tollen ja, genau. Sonnenuntergang. Das Ne? war auch fantastisch. Kanntest du das vorher gar nicht hier oben? Ich kannte das hier noch gar nicht halt. Ach, okay. cool. Ich habe da unten von der S-Bahn-Station mal ein ganz fantastisches Bild darüber gemacht. Ja. Zur Cap St. Leo und zur Elbphilharmonie und so. Und mit so einem fahrenden Zug da durch. Das Ja. war auch ganz klasse. Aber hier oben war ich tatsächlich noch nicht. Ja. Ja, das ist jetzt auch schon fast vorbei. Also ne, in den nächsten Wochen geht die Sonne dann so weit rechts unter. Ja, genau. Ja, das verschiebt sich alles. Ne? Ja. Sabine, ganz lieben Dank. 11 Monate. Sie Dankeschön. schreibt bald einjähriges. Und Chrissy sagt, Sensationell. 2 Euro von Chrissy. klasse. 100 Bits von Neve Krümel. Danke. Und 500 Bits von Micha 73. Und der liebe Sebastian hat schon gerade geschrieben, unser Mod, dass er Ja. ein paar schöne Clips gemacht hat. Großartig, freue mich. Und Sven lässt auch noch mal 20 Euro raus. Euch noch ein Getränk und einen schönen Abend noch. Vielleicht sehen wir uns ja morgen mal. Ja, das wäre super. Das wäre super, Sven. Kann er hier noch mal gleich auf das Weitwinkel schalten. Obwohl, so Flugzeuge mag ich ja auch schon. Ich finde, also Thomas könnte eigentlich bald mal wieder nach Hamburg kommen. Der war schon so lange nicht mehr hier, ne? Ich fand ja unseren letzten Stream, den wir da hatten, wo die Flugzeuge direkt so über die Köpfe geflogen sind, da an diesem Aussichtspunkt, war doch Wahnsinn, Der oder? war toll, ja. Der war toll. Wo ist denn der überhaupt? Also Thomas, wenn du das hörst, kannst du ja auch deine Planung mal wieder Hamburg mit rein tun, ne? Und nicht wieder aufs Gerüst stellen da beim Kaffee. Nein, wir brauchen Action. Marder 182 ist seit 4 Monaten dabei. Danke für deinen Prime-Sub auf Twitch. Er schreibt, welcher Filter ist das? Das ist der Hamburg-Filter. Hamburger Schiedwetter nennt er sich. Und der macht dann das Schiedwetter weg in Gutes, oder Ja. wie? Okay. Gibt's den bei uns im Shop?
Aber es ist krass, ne? Sobald die Sonne jetzt weggeht, man merkt sofort, dass die Luft, der Wind wird sofort einen Tacken kälter. Ja, klar. Aber so ein bisschen was kann der Himmel noch. Also ich finde es ja richtig schön hier. Wilde Hilde, ganz lieben Dank. Sie verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Und Tony Roberts, auch Hello. eine verschenkte Mitgliedschaft. Thank you. Thank you, Tony. Guck mal, auf jeden Fall musst du schon mal 72 Flocken in die Kasse tun. Ist ja auch super, dass Paddy immer sensationell sagt und ich darf das immer bezahlen. Guck mal hier, Gerhard lädt dich ein, du sollst mal nach Frankfurt kommen, da zeigt er dir am Airport mal die guten Spots. Ja, ich liebe ja Flughäfen. Ne? Ich meine, auch Hamburg, wie oft war ich früher am Flughafen? Einfach nur ein Käffchen trinken, Flugzeuge gucken. Da konnte man auch immer so schön shoppen. Also ich bin ja früher mal unheimlich viel gereist. Und ich mag den Flughafen einfach. Also ich kann auch alle Leute verstehen, die am Flughafen arbeiten. Ich habe mich ja auch mal als Flugbegleiterin beworben. Und hat man dich nicht genommen? Ja, doch, hat man. Aber ich habe mich dann doch entschieden, es nicht zu machen. Damals noch bei Aeroloid. Also Hier ist die Frage, welches Radar wir hier sehen. Ob das einen Namen hat, das hat bestimmt einen Namen. Den kann ich euch aber nicht sagen. Es gibt ja mehrere Radartürme hier im Hafen. Und ja, die sind einfach dazu da, um radarmäßig auch nochmal alles abzudecken, denn es gibt ja auch hier Radarüberwachung und auch eine sogenannte Radarberatung für Schiffe, speziell natürlich bei schlechten Sichtverhältnissen. Annette verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Dankeschön. Auch wie schön das aussieht jetzt mit den Fähren, ne? Ja, total. Wolltest du nicht noch mal die U-Bahn zeigen? Ah ja. Ich sag dir Wieder nächstes Mal verpennt. Bescheid. Naja, die fährt ja jetzt hier im 5-Minuten-Takt. So witzig, dass die U-Bahn eigentlich ja U-Bahn ist und in Hamburg so überirdisch fährt. Ja. Aber die U-Bahn gehört hier auch in Hamburg irgendwie schon so zum Hafen. Ne? Also ganz toll ist es beim Portugiesenviertel, wo die da über die Brücke Ja. fährt. Das Ja. ist auch so Mag ein ich auch tolles richtig Bild, das gerne. liebe ich. Hier links ist auch die Lufthansa-Fähre. Oh, der Chat wird gebombt. What? Wird grün gebombt. Robert Kröber lässt nochmal 5 Mitgliedschaften da. Und Dankeschön. Michael John oder John, ich denke mal Michael John würde ich es aussprechen. Vielen, Verschenkt vielen auch Dank. noch eine Mitgliedschaft. Danke, danke. Also Portugiesenviertel ist ja auch immer noch so ein Tipp von uns, ne? Absolut. Absolut. So, ich muss mal einmal den Turboschwenk. Oh, ich hätte natürlich auch die zweite Kamera nehmen können. Für all unsere Fährenalarm. Flugzeugfreunde. Oh, guck dir mal an, wie viele Fähren da sind. Ja, hier ist gerade wieder Dicker, guck mal. Landungsbrücken. Da sind 2, da sind nochmal 2. Ich will mal gucken, ob wir von hier oben den A380 sehen können, wenn wir schon keinen Beluga hatten. Na, irgendwas musst du ja den Leuten bieten, ne? So. Ein A380 kommt über die Elbe rein. Weißt du noch, dass du den ersten A380, der ausgeliefert wurde, hast du dich da nicht wie ein Verrückter auf die Lauer gelegt, um Ja, den der zu... hat ja noch eine Ehrenrunde über die Elbphilharmonie damals gedreht. Das hast du doch auch noch fotografiert, Das habe ich oder? fotografiert, ja.
Das könnte man auch mal raushauen. Da stand ich auf diesem Aussichtsturm bei Airbus. Oh, der ist ja aber auch süß, der A380. Kann ich den nicht bekommen? Als Deko? Für Deck 7? Wir können ja noch mal nach Finkenwerder in den Airbus-Shop fahren. Das wollte ich das nächste Mal machen, wenn Peter da ist. Das ist so. Da gibt es ja auch ein Genau. paar Modelle. Da wollten wir, Peter und ich wollten da den Shop leer kaufen. King Eisbrecher, ganz lieben Dank für 2 Monate Prime. Dankeschön. Timo fragt, ist das nicht die Hochbahn in Hamburg? Ja, also ich glaube, das Genau. ist unter dem Namen Hamburger Hochbahn. Aber es ist eine U-Bahn-Linie, ne? Ja. Die U3, die hier fährt. Big Kai, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Danke dir für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Sag mal, riecht das hier immer mehr nach Essen? Ja, furchtbar, oder? Auch wir beide wieder. Die ewig Hungrigen, ne? Kann man auch mal machen zur Abwechslung, so einen Sonnenuntergangs-Entspannungsstream. Ich finde das auch. Also ich hatte ja tatsächlich überlegt, ob ich zu Hause bleibe, ein bisschen Chat mache und dann den Kram nebenbei mache, der so liegen geblieben ist. Und habe ich gesagt, ach nö, ich muss raus, schöne Sonne, Sonnenuntergang. Viel besser. Michaela möchte wissen, was mit dem Besen ist. Ja, wir wollten tatsächlich heute eigentlich darunter, aber zeitlich haben wir es nicht geschafft. Morgen müssen wir aber in die Stadt und wir haben es morgen echt oder übermorgen? Auf dem Programm. Diese Woche gehe ich dahin, egal was kommt. Claudia fragt, ob man bei Airbus einfach rein kann. Also einfach so rein nicht, aber wo du rein kannst, ist hier Besucherzentrum, Besucheranmeldung. Genau. Und da ist halt ein kleiner Shop. Da gibt es halt so Airbus-Merch. Da Aber kommst du, glaube ich, ohne Anmeldung Ich glaube rein. ja. Und machen die nicht jetzt aber auch, dass sie das doch komplett nochmal umbauen, auch so mit Restaurant und allem? Das hatte doch, wir hatten Keine ja Ahnung. eine Führung gemacht letztes Jahr zum Hamburg Hafen Live. Betriebsausflug habe ich ja Airbus gebucht für die ganzen lieben Mods. Und da haben die das gesagt, ja, das wird da jetzt komplett irgendwie auch so besuchertauglich noch gemacht. Ja, wir müssen noch mal hin, mal ein paar Modelle holen. Ja, aber nicht ohne Peter. Können die mir was mitbringen? Nein, der will ja mit. Aber ich glaube, so lange dauert das auch nicht, bis Sandra und Peter das nächste Mal kommen. Ich habe sie gestern nicht gesehen. Ja, weil du viel zu spät zu Hause warst. Weil du dich mit Dennis festgesappelt hast von der Elbcam. Volker, danke für 5 Euro per PayPal. Dankeschön. Und er weist auch noch mal darauf hin, es heißt Hamburger Hochbahn. Jetzt ist hier aber im Hafen auch so ein bisschen Rush Hour, ne? Ja. Ganz schön viele Autos. Ja, wo kommt die nächste U-Bahn? Ach, ich wollte ja aufpassen. Also die fahren ja, also die U-Bahn fährt ja sehr, also die fährt richtig oft. So, ich bin ja eher so S-Bahn-Fahrer, weil bei uns fährt keine U-Bahn, wenn ich denn mal fahre. Also hier haben wir ja, ich muss jetzt mal ganz rumschwenken, ne, für alle, die das nicht kennen, Hotel Hafen Hamburg. Eine sehr schöne Location übrigens. Super schön. Ganz oben. Und was ist da oben? Die Tower Bar. Und da, in diesem Eckdingens, hatten Tanja und ich unser erstes Date. Den ersten Abend. So, und da kommt doch die U-Bahn. Juhu! Guck mal. Ja, ist aber Wo von fährt die hier hin? jetzt. Ich glaube, das war die nach Wandsbek. Also ich finde, bei der U-Bahn denkt man auch immer, dass das noch so alte, rumpelnde Waggons sind, oder? Irgendwie schon so ein bisschen. Ja, dafür die nächste. Ledersau, ganz lieben Dank. 20 Euro Superchat. Vielen Dank für die Dankeschön. Sonnenuntergangsbilder. Endlich mal wieder neue Hintergrundbilder für meinen Desktop. Ja, werd ihr macht auch mal ruhig. Zeit, Haut ne? rein, macht euch Screenshots. Macht Clips. Ja, nicht übertreiben. Nicht, dass wir nachher hunderte Clips haben. Ja.
Ich fand das ja auch so lustig. Ich habe das ja überhaupt nicht geschnallt. Ich bin dann ja gestern von Deck 7 nach Hause gefahren und habe das überhaupt nicht mitgekriegt, dass Rainer da noch vorbeifuhr. Bis ich dann gemerkt habe, dass er tatsächlich mit seinem LKW da aus dem Elbtunnel kam und ihr das gefilmt habt. Großartig. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo die A7 sehen. Wenn, dann müsste das so da irgendwo zwischen sein. Ich weiß nicht, könnt ihr da irgendwo so ein bisschen A7 sehen? Ich glaube es nicht. Bahnfilme. Andi sagt, wir machen Trainspotting. Ja, klar. Ja, Bin ich ja auch immer noch dran. die U-Bahn war für Andi. Die hat Danke, noch hier, Andi. Die hatten doch hier sonst immer den U-Bahn-Kutscher, mit dem wollten wir doch auch mal fahren. Stimmt. Wo ist war denn der schon lange nicht mehr da. abgeblieben? Tony, yes, a beautiful city. I hope you can see it very soon with your own eyes. Paul ist auch da, unser Chipspotter. Schickt nochmal 5,99 und schreibt, das gibt nachher wieder eine tolle Collage. Ja. Ja, Sehr schön, dass du dir immer die Mühe machst. Dann brauchen wir das Paul nicht machen. macht immer, also wirklich unermüdlich, macht er immer eine mega Collage aus jedem Stream. Könnt ihr mal bei uns auf Instagram gucken, falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt. Macht mal. Macht einfach mal. Vielleicht Unter können wir- hamburghafenlive.de zu finden. Hier, guck mal hier, Ronny schreibt, Beluga rollt zum Start. Ja, also rausgehen müssten wir ihn ja eigentlich sehen, oder? Dann würde ich jetzt aber mal ganz schnell Aber ganz schnell. ich muss den Filter abschrauben von der großen Kamera, weil es nämlich dunkel wird. Also ich habe keine Nachtausrüstung dabei. Irgendwie fehlt dir immer was, ne? Tageskamera und Tagesobjektiv ist Da dabei. hast du schon so viel Technik und dann lässt du immer die Hälfte zu Hause. Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, alle, die später eingeschaltet haben, der Stream läuft heute auch parallel auf YouTube in 4K. Also nicht nur, also sonst läuft er ja auch immer parallel, aber auf YouTube läuft er in 4K und auf Twitch ja in normaler Auflösung, weil wir da noch nicht in höherer Auflösung senden können. Falls ihr euch wundert, leider muss man dann bei YouTube eine Wahnsinnslatenz in Kauf nehmen. Also YouTube ist bestimmt 20 bis 30 Sekunden hinter Twitch hinterher. Aber so hat jeder einen Vorteil. Die einen die höhere Auflösung, die anderen die geringere Latenz. Und ich wollte jetzt mal testen, ob wir in 4K auch hier problemlos mit unserer mobilen Übertragungstechnik klarkommen, dass das Ganze halt auch hier halbwegs ruckelfrei läuft. Guck mal, der Björn fragt, wann wir uns kennengelernt haben. Weißt du es noch, welches beide. Jahr das war? 2003, ne? 2001. 1, ja. Also da hinten muss jetzt gleich noch irgendwo was Beluga-mäßiges rausgehen. Oh, da kriegen wir ja einen schönen Abschluss mit dem Beluga im Sonnenuntergang. Na, das wäre großartig. Schon mal bereit machen. Du kannst mich auch nicht unvorbereitet nach solchen Dingen fragen, wie wann wir uns kennengelernt haben, wann wir geheiratet haben, wann du Geburtstag hast. Sowas fragt man nicht. Naja, mal ganz ehrlich, vielleicht solltest du da mal so eine Tabelle machen.
dann weißt du es doch. Kann das sein? Da ist er. Ah. Oh. Wahnsinn. Das ist doch so ein schönes Flugzeug. Ich sende mal ein paar Herzchen. Kann der jetzt nicht mal eine coole Drehung machen? Der dreht jetzt und fliegt bei uns übers Haus. Ja, der will wohl wirklich Richtung Süden, sonst hätte der schon irgendwie angefangen zu drehen. Ja, stimmt, der fliegt die andere Richtung. Aber trotzdem schön. Zack, weggezoomt. Ich finde ja, ein Beluga geht immer, oder? Beluga geht immer. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich unseren Garten mal so einen Planespotter vermiete. Nee, dafür sind die da zu kurz zu sehen. Und du hast immer Bäume davor. Aber das kommt immer drauf an, wie der da vorbeifliegt. Sei mir Scheiß drauf. Steffi! Steffi, danke dir, ist jetzt wieder auf der Reeperbahn. Dankeschön! Dankeschön. Ja, und ich finde dieses Hafenpanorama, also ich meine, das ist doch auch Screenshot verdächtig. Absolut. Peter hätte mal heute kommen müssen, so ein schönes Bild Heute machen. wäre lichtmäßig, glaube ich, noch mal besser gewesen als gestern. Aber dann hat er nicht nur die großen Pötte gehabt, sondern hier auch noch ein schönes Panorama für Sandras Arbeitszimmer vielleicht. Ja, Mensch, haben wir doch jetzt aber eine runde Geschichte gehabt, oder? Was meinst Absolut. Also ich könnte jetzt hier noch bleiben. Das ist so tolles Licht hier gerade. du? Wir können auch noch ein bisschen bleiben. Also können noch ein paar Minuten dranhängen. Ach, ich meine, jetzt ist das Licht doch so schön, Ja. oder? Also jetzt, nö, komm, ein paar Minuten können wir noch. Guck mal vor allem, wenn ich hier nach rechts rüber gehe, wie sich da der Himmel entwickelt. Hohoho. Junge, Junge, Junge. Nach Toulouse fliegt er, der Beluga. Sensationell. Ich kann das auch sagen, ich muss ja eh mal bezahlen. Also Geht das auch mit auf den Zähler, wenn Tanja das sagt? höchstwahrscheinlich nicht. Oder probieren wir mal aus. Siehst du ja gleich, ob der Zähler aktiviert wird. Guck mal, Sandra sagt, sie kommen die Tage mal. Ja, da möchte ich drum bitten. Du weißt ja, die Hunde warten schon auf euch. Meine Hunde sind Verräter. Gestern sind Peter und Sandra noch spontan vorbeigekommen und ich war abgeschrieben. Guck mal, jetzt sagt er 73 Mal sensationell. Ja, also hat dein Kann ich das sensationell auch mitgezählt. sagen? Sehr gut.
Susanne, ich weiß nicht, ob es einen Beluga-Bausatz gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob es da in dem Airbus-Shop Bausätze gibt oder ob das einfach nur so Modelle sind, wo du nur die Flügel dran stecken musst. Oh, die hatten ganz viele tolle Sachen da bei Airbus, aber wir haben das irgendwie nicht mehr geschafft in diesen Shop nach unserer Führung. Wir werden das für euch auskundschaften. Jetzt können wir auch noch auf den Autotransporter warten. Jetzt haben wir auch noch den Flugzeugsound. Oh, der ist aber direkt über uns. Ein Sportflieger. Ja, genau, Mädel, wir stehen am Stintfang. Ja, Steffi, sag ich doch, du musst unbedingt wieder nach Hamburg. Wenn du die Bilder siehst hier. Wollen wir eigentlich noch mal ein bisschen Werbung für unser Gin-Event machen? Ja, mach doch ruhig. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, höchstwahrscheinlich wissen es schon die meisten, dass wir ja zum Hafengeburtstag für die Ein- und Auslaufparade im Gin-Hotel sind. Also das streamen wir live und haben so einen kleinen abgetrennten Bereich für uns, wo eben die Zuschauer sich anmelden können über das Gin-Hotel. Ja, und dann machen wir uns da eine nette Zeit mit ein paar Drinks. Ich hoffe, dass einer der Mods das mal raushaut. Ach, ich habe es noch nicht mal ausgesprochen. Ja, die Maschine. Die Maschine. Die Maschine. Super. Mod Also da Machine. könnt ihr mal gucken, da könnt ihr euch anmelden für den Freitag oder für den Sonntag. Da sind wir dann auch die ganze Zeit dabei. Und das macht echt Spaß. Erstens ist der Blick super. Das Ja, Hotel frag, wie die ist klasse. Führung bei Airbus war, ob man da wirklich nicht fotografieren darf. Ja, ja, ist so. Darf man nicht. Also mussten wir die nicht auch abgeben, die Handys? Nee. Nee, abgeben nicht, ne? Aber ausmachen, ne? Aber eigentlich, ja klar, fotografieren wäre natürlich toll, aber die erzählen auch sehr viel, ne? Also kann man natürlich verstehen, dass sie das nicht möchten. Aber es war sehr, sehr interessant. Guck mal, Beluga-Bausatz, das wäre doch noch was für Ben und dich. Ja. Ja, hatten einige reingeschrieben. Also es gibt Beluga-Bausätze. Hatten einige jetzt im Chat geschrieben. Gibt da schon was. Guck mal, der Gerhard sagt das, wir haben heute alles dabei. Flugzeuge, Züge und Schiffe. Das ist ja quasi ein Multistream. Absolut. Also mit der Hafenbahn bin ich ja auch immer noch dran. Ich würde ja so gerne mit dieser nostalgischen Hafenbahn fahren, aber die ist ja immer noch kaputt, glaube ich. Schreib die doch mal an. Stimmt. Also ich hoffe ja auch, dass wir vielleicht jetzt auch irgendwann mal wieder was mit dem Hafenmuseum machen können, wenn es wieder besser wird mit dem Wetter, ne? Ja. Hafenmuseum müssen wir auch wieder. Hafenmuseum wäre super. Aber vielleicht sind wir morgen ja da. Beim Hafenmuseum? Ja, du hast doch gesagt, wegen den Autotransportern. Ja, gucken wir mal. Vielleicht machen wir da morgen, ja. Andi fragt, ob die meisten Postkarten hier oben aufgenommen worden sind mit Hamburg-Motiven. Mit Sicherheit sehr viele, Also denke ich mal. auf jeden Fall ist diese eine Postkarte hier mit dem Pegelturm im Vordergrund, mit der Uhr. Also das hier. Ein bisschen weitwinkliger, aber ich habe nicht mehr Weitwinkel. Ja, mit der zweiten Kamera, da habe ich etwas mehr Weitwinkel. Kann ich auch noch mal drauf gehen. Cornholio. Oh, bei Cornholio muss ich immer an Beavis and Butthead denken. Oh, Beavis and Butthead, Oh. die gab es früher immer auf MTV ganz spät, Ja. so 0 Uhr. Cornholio!
Auf jeden Fall Frage, wann wir immer circa live sind. Du kannst ja auch gut nachmachen, ne? Ja, wann sind wir immer circa live? Also das Problem ist, dass wir es teilweise nicht wissen, weil wir natürlich sehr häufig, ja, ich sag mal, wir sind Sklaven des Schiffsverkehrs und des Wetters. Und gestern Und Sklaven hatten wir wieder, der Hunde. Ja, und der Hunde. Und gestern hatten wir ja wieder ein super Beispiel dafür, wie das mit dem Schiffsverkehr in die Hose gehen kann. Also holter Also die ich muss es Polter ja- ist das Schiff einfach Du abgefahren. musst es ja immer noch sagen, wie lustig das war. Auf jeden Fall können wir ganz schwer immer im Voraus sagen, wann wir live sind. Und deshalb haben wir ja diesen WhatsApp-Kanal, wo wir einen Alarm rausschicken, so etwa 15 Minuten bevor wir live gehen. Manchmal auch in dem Moment, wo wir live gehen, so wie gestern. Das ist eigentlich ja, die beste Möglichkeit, uns ja, informiert zu werden, wann es losgeht. Das war so Situationskomik, wie wir da zu dritt sitzen, auf die AIDA gucken und Patrick nimmt sein Handy und der, wie ist der noch? Tobi. Tobi sagt, Tobi. wir legen jetzt ab. Und Patrick, nee, ihr legt jetzt nicht ab. Doch, die war der Festmacher festen- sind schon da. Ich war der festen Überzeugung, dass ich die besseren Infos habe, aber war nicht so. Und die beiden, wie die Raketen, wirklich das Restaurant verlassen haben. Herrlich war's. Ja, Tanja zum Glück bezahlt. Aber es muss ja auch mal sein. Sowas ist ja auch immer, irgendwie gehört das ja auch dazu, ne? Guck mal, jetzt haben wir langsam einen sehr schönen Kontrast. Jetzt kann man zum Beispiel auch die Uhr im Vordergrund erkennen. Also für alle, die gerne fotografieren möchten und da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp möchten. Es macht immer Sinn, so ein bisschen abzuwarten, bis es so dunkel ist, dass das Licht im Himmel ungefähr von der Helligkeit mit den Lichtern übereinstimmt. Na, ihr seht das, vorhin, als die Sonne untergegangen ist, war halt im Vordergrund alles so schwarz, dass man die Uhr gar nicht erkennen konnte. Jetzt ist es im Hintergrund so dunkel, dass der Vordergrund im Verhältnis dazu wieder hell ist. Und jetzt kriegen wir überall eine schöne Zeichnung rein. Und das ist für Fotos natürlich besonders schön, denn dann hast du halt nichts, was irgendwie extrem überbelichtet oder was total absäuft. Also eigentlich ist das jetzt hier so der Fotomoment. Ne? Also ich finde, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was hier gerade los ist. Oh, wenn Ben das sieht. Ben! Und der Rainer schreibt das hier nochmal. Moment, ich muss mal meine Brille aufsetzen. Er hat hier noch einmal die Adresse von dem Airbus-Shop und die Öffnungszeiten. Dienstag bis Donnerstag 10 bis 16 und Freitag 10 bis 15 Uhr. Das ist doch super. Ich eskaliere ja in so Shops immer, ne? Ich muss dann ja eigentlich immer alles kaufen. Also wenn ihr das hier jetzt live sehen könntet, also das ist doch richtig schön gerade. Brigitte meldet morgen die Hanseatic Spirit im Hafen. Ja, Wäre auch eine Alternative. wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe Bock auf Autotransporter. Ja, gucken wir mal. Mal gucken, was der Tag so bringt morgen. Oh, das ist aber lieb hier. Das ist ja lieb. DJ Shorkinator schreibt, also wenn ich wirklich mal jemanden kennenlernen würde, dann gerne uns beide und Ben. Du, Guck mal, da geht noch ein A319 raus. wenn du in Hamburg bist, kannst du immer gerne zum Livestream vorbeikommen. Wir freuen uns ja auch immer auf Besuch. Woher weißt du jetzt das Flugzeugmodell? Das hast du doch gerade irgendwo gelesen. Du bist ja also wirklich, jetzt tut er wieder so, als wenn er hier so ein Planespotter ist. Das hat dir doch einer gesteckt. Also hier brennt echt gerade der Himmel. Will der mal ein bisschen drehen? Auch nicht. Also du kannst ja gleich nach Hause fahren. Ich bleib hier noch. Ich finde das gerade so schön. Das sind aber auch echt. Ach, ich bin auch ein Volltrottel.
bin ein totaler Volltrottel. Ich habe völlig vergessen, die Kamera umzuschalten. Oh Mann, ey. Ja, da war noch ein A319. Naja, wir haben ihn gesehen. Oh, ich bin ein Trottel, echt. Naja, Aber der Sebastian hat es bestimmt als Clip gemacht. ja. Da kriegt man doch gleich richtig Bock auf Sommer, oder? Ja, Ich könnte jetzt auch die Flipflops rausholen. Und die Winterstiefel oh, echt guck mal hier einmotten. auch diese Gebäude, wie die von der Seite angeleuchtet werden, ne? Raylander schreibt auch, habe gerade einen Screenshot als Bildschirmhintergrund eingerichtet. Großartige Bilder. Danke, danke. Ja, Sebastian sagt auch, wie denn ohne Kamerabilder? Ja, Sebastian kannst du ja nicht haben. Ich habe vergessen, von der zweiten Kamera auf die erste umzuschalten, weil ich Oh einfach ein nein. Trottel bin. Aber vielleicht lieben die Leute dich dafür, dass du so trottelig bist. Ja, es kommt immer drauf an. Also, mir fehlen gerade die Worte. Und wenn du in die andere Richtung guckst, wie dunkel das da schon ist, ne? Wenn du so Richtung Elfi guckst, ne? Ja, ja. Und hier haben wir echt noch so tolles Licht und so ein schönes Bild. Also guck dir mal den Himmel an. Wirklich. Ach, die wilde Hilde kommt mit Hund nach Hamburg. Also ich nehme alle Hunde, wenn sie süß sind. Also, das ist, also der Himmel ist wirklich, also, Also es macht Rotterdam so ein bisschen Konkurrenz, aber mithalten Ja. kann es hier nicht. ja, in Rotterdam passte halt alles, Ja. weil die Sonne da halt wirklich so perfekt untergegangen ist. Ja, Hobsten, ich gebe es zu, ich benutze einen Filter. In Wirklichkeit regnet es gerade in Hamburg. Aber ich kann euch diesen Filter verkaufen. Den gibt es bei uns im Shop. Der Hamburger Schiedwetterfilter. Schraubst du rauf und hast super Schraubst du Wetter. drauf und wandelst Schiedwetter in so einen Sonnenuntergang um. Nein, ist alles mit der KI generiert. Tommy, danke dir. 5 € haut er raus und schreibt, alter Schwede. Und dann haben wir Dankeschön. Jessie hier, die ist seit 6 Monaten dabei. Dankeschön, Jessie. Wir können ja ein bisschen Kreuzung spotten. Oh, in Japan, da gibt es ja diese eine krasse Kreuzung. Wie Oh, da heißt die seid noch? ihr doch rübergelaufen. Ist das Ne? Shibuya Crossing oder ich glaube irgendwie Shibuya oder so ähnlich heißt die. Oh, da sind wir rübergelaufen. Das ist so krass. Die ist so krass. Also wirklich. Aber es funktioniert ja, ne? Ja. Anka hat gefragt, ob er die Screenshots bei Instagram teilen darf. Ja, das kannst du gerne machen. Solange du uns darauf verlinkst oder erwähnst, also sagst, wo du die her hast, kannst du das sehr, sehr gerne machen. Da freuen wir uns drüber.
Jörg fragt nochmal nach dem WhatsApp-Kanal, den wir den eben erwähnt haben. Ich poste den Link nochmal. Der kommt jetzt auch in den Chat. Und ja, da verschicken wir eine Nachricht immer kurz bevor wir live gehen. Es wird ja immer besser hier. Ja. Jetzt geht auch oben da in der Bar das Licht an. Ja, dass die Einblendungen heute etwas anders von der Skalierung sind, das liegt daran, dass das ganze Bild jetzt bei YouTube in 4K gesendet wird. Und ja, das ist halt nicht 1:1 von der Skalierung. Da muss ich mich irgendwann mal dran setzen. Das ist halt ganz, ganz viel Fleißarbeit, dass die ganzen Einblendungen dann genauso groß sind, wie ihr das von den anderen Streams her kennt. Im Moment ist das eigentlich eher ein Test, ob 4K, ob das von der Datenmenge hier auch alles problemlos mit dem Mobilfunknetz funktioniert. Aber ich hoffe, der Stream läuft weitestgehend ruckelfrei. Sag mal, meinst du eigentlich, irgendjemand hätte das was dagegen, wenn wir uns hier so einen Wohncontainer hinstellen? Hier oben? Ja. Das Problem ist, es gibt so viele schöne Stellen im Hafen, wo wir einen Wohncontainer Naja, aber stellen könnten. der Trend geht ja zum Zweitwohnsitz, oder? Also ich bleib noch hier, du kannst ja gehen. Smasher, danke dir für 5 Monate Dankeschön. auf Twitch. Danke für deinen Sub. Hier oben ist übrigens ja auch noch eine schöne Bar in dem tanzenden Turm. Ich weiß gar nicht, ob wir da rüberkommen, weil hier jetzt auch so viele Leute stehen. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr weit rum. Ja, ne? Ja, da kommen wir jetzt nicht so hin. Boah, aber guck dir mal bitte diese Farbe im Himmel an. Das ist Wahnsinn. Bin ich froh, dass ich mitgekommen bin. Ja, oder? Absolut. Gerhard, ich kann dir nicht sagen, ob es von Kreuzfahrtschiffen, also es gibt bestimmt von Kreuzfahrtschiffen Modelle, aber ob es dafür jetzt einen Shop in Hamburg gibt, ist mir nicht bekannt. Und jetzt weißt du auch wieder, warum die Hamburger immer sagen, es ist die schönste Stadt der Welt. Genau. Es ist die schönste Stadt der Welt. Das stimmt. Obwohl ja Rom auch schön ist. Rom magst du ja ganz Oh, besonders ich liebe gerne. Rom. Rom ist natürlich so essenstechnisch ein absoluter Knaller. Ja, man kriegt gar nicht genug davon. Ich muss jetzt auch noch mal 2, 3 Fotos mit dem Handy machen. Weil sowas kann das Handy ja extrem gut. Ja, mach du mal die Fotos, dann kann ich die teilen. Ich finde, das fühlt sich ja auch gerade so ein bisschen wie Urlaub an. Ja, oder? So ein bisschen schon. Ist auch schön, wenn jetzt hier so die Lichter angehen, da im Dock zum Beispiel.
Aber ich komme langsam lichtmäßig mit der Optik an meine Grenzen. Weil du wieder die falschen Sachen eingepackt hast, kann das sein? Ja. Noch geht's. Ich finde, wir bleiben so lange, wie es geht. Ja, ein paar Minuten können wir noch. Wie viele Hunde hier auch sind, ne? Also genießt einfach dieses echt schöne Bild. Also ich mag ja auch dieses Bild hier mit dem Dock, oder? So ins Dock reingucken und dann im Hintergrund der rote Himmel. Da müsste jetzt ein schönes Schiff drin liegen. Also da liegt mit Sicherheit ein schönes Schiff, aber man kann es nicht erkennen. Oh, Rob ist voll auf meiner Seite. Jetzt noch eine Rostbratwurst. Oh, jetzt so eine Bratwurst mit schön dick Senf drauf im Brötchen. Nee, eine Currywurst. Von mir aus auch das. Petra fragt, warum wir die Hunde nie mitnehmen. Ja, weil unsere Hunde Drinnies sind. Und speziell der Joe, der ist so ängstlich. Der mag überhaupt nicht irgendwie, wo er es nicht kennt, wo viele fremde Menschen sind und so. Mit dem kannst du Gassi gehen, am besten nachts um 3, wenn kein Mensch draußen ist. Ja. Wenn wir mit dem Gassi gehen, so zu normalen Zeiten, der hat immer Bock, der will raus, der macht einen riesen Terz, wenn du die Leine holst, dann will der raus und will raus. Dann nimmst du die Leine, gehst mit ihm 100 Meter und dann merkt er, oh Scheiße, da sind ja noch andere Menschen unterwegs und will wieder nach Hause. Also dem tust du einfach keinen Gefallen damit, wenn er die ganze Zeit hier sitzen würde. Er wird's machen, ja, gut, aber Hobson hat jetzt auch Hunger. Ja, so geht uns das immer, wenn ihr im Chat anfangt von Essen zu reden. Jetzt geben wir das mal zurück. Bratwurst, Bratwurst, Bratwurst. du wirst ja selber gleich eine irgendwo holen. Ja. Haben wir nicht noch Bratwurst zu Hause? Ich glaube, ja. Grill hauen können? Bestimmt. Johann fragt, Hundeschule schon mal probiert? Alles probiert. Alles probiert. Der Hund kommt aus dem Tierschutz. Und Joe ist ja auch echt ein Fuchs. In der Hundeschule macht er alles, was er machen soll. Vorbildlich, absolut vorbildlich. Klassenbester war er. Weil er genau weiß, wenn er das alles macht, geht es schnell nach Hause. Der kommt halt aus der Tötungsstation, der will nur sein schönes Zuhause, seinen warmen Korb und seinen Garten. Und hier ist nochmal ein Tipp für Schiffsmodelle. Bei Wede in Hamburg gibt es Schiffsmodelle. Kenne ich gar nicht, sagt mir nichts, aber danke für den Tipp. So, jetzt muss ich aber mal den Weißabgleich ein bisschen anpassen. Ach übrigens, ich war gestern noch mal in der Seemannsmission und Hunde dürfen auch mit. Also wenn du dein Zimmer buchst, dürfen auf jeden Fall Hunde mit. Ja, das ist ja cool. Extra gestern noch mal kurz reingegrätscht. Wir stehen hier auch genau, wo der Weinberg ist, ne? Der Hamburger Weinberg. Ja, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr wieder Wein gibt. Also die
Die Reben, die wurden ja hier abgeholzt, als gebaut wurde. Oh. Entschuldigung. Also sie sehen auch ein bisschen mickrig außen, obwohl... Ja, als hier gebaut wurde bei der U-Bahn, wurden die einmal abgeholzt. Das ich weiß gar nicht mehr wann. Und ich glaube, erst 2019 oder 2020 wurden wieder neue Reben gepflanzt, oder 21. Und man erwartet jetzt wohl dieses oder nächstes Jahr das erste Mal wieder Ertrag davon. Also die letzten paar Jahre gab es keinen Stintfang-Cuvée. So, das Licht geht langsam leider Guck mal, zu Schwester Ende. Hansen ist auch da. Schwester Hansen ist da. Dicky, du hast das Beste Hat sie verpasst. Stößchen gehört? Wir wollten dich ja heute mitnehmen zum Stößchen, aber du musstest ja leider arbeiten. Wir holen das nach. Wir wollten so gerne hier Stößchen mit dir machen. Guck mal, jetzt haben wir... Oh, hier ist auch gar kein Licht mehr, ne? Wir kriegen hier gar kein Licht mehr mit der zweiten Kamera. Boah. Kullerbürste, ganz lieben Dank für 2 €. Also Dankeschön. ich habe hier wirklich auf der zweiten Kamera gar kein Licht jetzt. Kann das natürlich trotzdem mal probieren und noch einmal Tschüss sagen. Guck mal hier, das ist wirklich, also lichtmäßig Ist doch super, da sieht man die geht Falten hier jetzt nicht. gar nichts mehr, aber also wir sind hier. Ja, Sieht man die Falten nicht. das Großartig. stimmt, das stimmt. Also ich fand's super, war ein Ich toller auch. Abend, Absolut. toller Sonnenuntergang. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr diesen Abend mit uns verbracht habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, habt euch ein schönes Stößchen aufgemacht, vielleicht eine Bratwurst auf den Grill gehauen, Pommes mit Senf dazu. So ein richtig schönes Pommes mit Senf, Bratwurst, ein Hamburg-Hafen live Gedeck, ein Helbing Und ein Beluga und ein Beluga. und ein A319. 319, den wir nicht gesehen Den wir haben. nicht gesehen haben. Weil Paddy zu doof war. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz lieben Dank auch für eure Unterstützung für den Kanal wieder. Danke auch für die ganzen Spenden und Mitgliedschaften und für die Subs und Bits auf Twitch. Und natürlich danke an unsere lieben Moderatoren, Absolut, die wir ja also auch immer die Hafenwichtel Ich finde, die nennen. kriegen heute mal das Lob des Tages. Lob des Tages geht an unsere Hafenwichtel. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend Und bis bald. und bis bald. Tschüss. Tschüss.